Es gibt Gerüchte, dass heute am 20. April 2025 Donald Trump das Kriegsrecht in den USA ausrufen und somit hier die demokratische Ordnung de facto außer Kraft setzen will. Was ist dran an diesem Gerücht? Das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Etliche YouTuber und Kommentatoren, zum Teil auch sehr glaubwürdige Personen, behaupten, dass Donald Trump demnächst das Kriegsrecht ausrufen wird in den USA, die demokratische Ordnung damit außer Kraft setzen wird und das Ganze könnte schon am 20. April 2025 passieren oder kurz darauf. Wie kommt es dazu? Nun, bei seiner Amtseinführung am 20. Januar 2025 hat Donald Trump ein Dekret, eine sogenannte Executive Order, unterschrieben, im Rahmen dessen er Vizepräsident J.D. Vance und Verteidigungsminister Hegseth beauftragt hat, zu prüfen, ob die Situation in den USA vorliegt, dass es hier einen Aufstand gibt, eine Revolution, welche hier die demokratische Grundordnung gefährdet und welche man ausschalten muss. J.D. Vance und Verteidigungsminister Hegseth haben dafür 90 Tage Zeit und diese 90 Tage enden eben am 20. April 2025. Ich meine, es dürfte ja kein Geheimnis sein, dass sowohl Vance als auch Hegseth hier Donald Trump treu ergeben sind. Ich würde mich daher nicht wundern, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass es tatsächlich hier einen Aufruhr, eine Art Revolution oder wie auch immer gibt. Und das würde Donald Trump dann erlauben, auf Basis des Insurrection Acts von 1807 letztlich den Ausnahmezustand auszurufen. Hat er ja auch schon getan, wegen der Grenze und dort auch Militär hingeschickt. Und damit kann dann letztlich hier die demokratische Ordnung in den USA außer Kraft gesetzt werden und die USA können dann wie eine Diktatur vom Präsidenten hier regiert werden und die Gewaltenteilung ist dann zunächst mal dahin. Warum hätte Trump gerade jetzt Anlass dazu, dies zu tun? Nun, du hast vielleicht gehört, dass es da einige aufständische Richter gibt in den USA, zum Beispiel Richter, die ihm untersagt haben, hier gewalttätige Ausländer ins Ausland zu verschaffen, nach Venezuela, nach El Salvador. Außerdem hat jetzt gerade der kalifornische Gouverneur Newsom Trump verklagt. Er sagt nämlich, dass die Regelungen rund um die Zölle hier eigentlich vom Parlament hätten abgestimmt werden müssen und dass Trump dazu überhaupt kein Recht hat. Er hat also hier seine Amtsbefugnis ganz klar überschritten. Das sagt Newsom. Und damit haben sie Trump Anlass genug gegeben, so meinen sie, dass Trump sich hier auf den Insurrection Act beruft und dann hier letztlich das Kriegsrecht in den USA ausruft. Ein interessantes Detail am Insurrection Act ist folgender. Der Act, also das Gesetz, sieht im Grunde genommen vor, dass das Militär dann hier für Ordnung sorgt und hier letztlich mal diese Aufruhr, diesen Aufstand niederschlägt und die Situation unter Kontrolle bringt. Jetzt sind ja hier die Generäle und die Oberen im amerikanischen Militär nicht auf den Kopf gefallen. Ich würde einmal sagen, dass etliche von denen hier sich weigern würden, einen solchen Befehl auszuüben. Wir haben das ja schon bei der letzten Amtszeit Trumps gesehen. Hier gab es einige Militärs, die hier mit ihm aneinander geraten sind. Zum Beispiel Mark Milley, der Oberstabsführer der Militärs. Er wurde ja dann später von Trump ziemlich gedemütigt und ihm wurden all seine militärischen Privilegien entzogen. Also, das Militär ist nicht auf den Kopf gefallen, das sind auch keine Idioten. Das heißt, ob die einfach hier so eine fadenscheinige Erklärung akzeptieren würden, das wage ich zu bezweifeln. Und deswegen sieht der Insurrection Act vor, dass man auch hier eine Bürgerwehr dann aktivieren kann, die hier für Recht und Ordnung sorgt. Im Englischen heißt der Begriff eine Militia, also eine Bürgerwehr. Das sind die Leute, die am 20. Januar 2021 dann das Kapitol gestürmt haben. Ja, das sind solche Militia-Kräfte. Also in den USA haben ja alle diese Leute Waffen und diese würden dann hier, so sagt man, so sagen diese Kommentatoren, hier letztlich dann die Rolle der Polizei, der Ordnungshüter, des Militärs in den USA übernehmen. Hätte Trump damit eine Chance, kann ihn dann niemand mehr stoppen. Nun, der amerikanische Kongress kann Trump tatsächlich stoppen. Also das Parlament kann hier beschließen, dass es keinen Grund gibt für diesen Insurrection Act. Momentan haben die Republikaner dort eine geringe Mehrheit.
Viele werden natürlich Trump unterstützen, aber auch da muss ich sagen, auch viele republikanische Abgeordnete wären natürlich absolut schockiert, wenn Trump so etwas versuchen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dort mitmachen würden. Daher weiß ich nicht wirklich, ob es hier im Parlament eine Mehrheit gäbe für Trump oder dass das Ganze dann seitens des Parlaments gestoppt wird. Der Insurrection Act kann natürlich auch vom amerikanischen obersten Gericht, vom Supreme Court, entsprechend dann wieder außer Kraft gesetzt werden. Auch das wird von einer konservativen Mehrheit beherrscht. Man muss also sehen, was die Richter hier entscheiden. Übrigens spricht der Insurrection Act hier nicht vom Kriegsrecht. Martial Law, wie man in Englisch dazu sagt, ist rechtlich kein definierter Begriff. Aber wie gesagt, der Insurrection Act erlaubt es Trump, dass hier die zivile Ordnung letztlich außer Kraft gesetzt wird, dass er das Militär heranziehen kann, um hier Recht und Ordnung durchzusetzen. 1992 wurde der Act das letzte Mal aktiviert, als amerikanische Truppen nach Los Angeles geschickt wurden, um dann die Aufstände, die hier durch Unruhen in den schwarzen Ghettos entstanden sind, nach dem Rodney King-Fall, als eben die Polizei hier diesen Schwarzen brutal ermordet hat. Das wäre so ein typischer Fall. Also wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Allerdings würde man eben momentan sagen, es gibt ja letztlich keinen wirklichen Anlass hier für diesen Act. Also auch wenn man hier sagen will, dass an der Grenze zu Mexiko hier ein nationaler Notstand herrscht, ist es ja kein Aufstand, der jetzt einen solchen massiven Eingriff hier in die demokratische Grundordnung in den USA notwendig machen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze wirtschaftlich besonders vorteilhaft wäre. Gerade ist es ja ohnehin so, dass internationale Investoren hier das Zutrauen in die Stabilität in den USA verlieren. Wer möchte schon in ein solches Land investieren, wo dann hier einfach so mir nichts, dir nichts vom Präsidenten ein solches Notstandsgesetz ausgerufen werden kann? Also das muss man auf jeden Fall sehr kritisch sehen. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt, weder am 20. April noch in den darauffolgenden Tagen und Wochen. Aber ganz klar, wenn man Trump kennt, dann ist das schon hier einer der realistischen Möglichkeiten, mit denen man rechnen muss. Aber man sollte optimistisch sein und davon ausgehen, dass die USA auch von diesem Schock erholen werden. Ich selbst bin 2008 in die USA umgezogen, verbringe momentan aber eigentlich mehr Zeit außerhalb der USA. Aber dennoch, ich liebe die USA und hoffe natürlich, dass es nicht zu dieser politischen Extremsituation kommt. Wenn auch du dich dafür interessierst, in die USA auszuwandern, trotz dieser in gewisser Weise ungewissen Situation, oder wenn du dir vornimmst, dort ein Unternehmen zu gründen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen, wie gesagt, 2008 Mandanten dabei, in die USA auszuwandern, dort Visa zu erhalten, dort Unternehmen zu gründen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.